Sind wir auf Sendung? Test, 1, 2, 3. Jo meine Freunde, herzlich willkommen zu meinem nächsten YouTube-Video. Mein Name ist Emra und heute sitzen wir am Fjord, wie ihr sehen könnt. Leider ist es ziemlich bewölkt und es schneit gerade, deswegen sehen wir die wunderschöne Landschaft nicht. Aber das kommt sicherlich in einem nächsten Video. Und ja, heute geht es ums Thema Auswandern nach Island oder generell Auswandern. Und ja, viel Spaß! Ich habe eine kleine Fragerunde bei Instagram gemacht, einfach mal um zu wissen, was euch so interessiert. An dieser Stelle folgt mir doch gerne auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook. Und ja, fangen wir direkt mal an. Die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Ich hatte damals in Deutschland eine depressive Phase. Ich war sehr überfordert und ging so ein bisschen in die falsche Richtung. Und habe einfach nach einem Neustart gesucht und ja, dann bin ich irgendwann in Island gelandet. Also ich hatte damals zwei Optionen. Die erste war Slowenien, die andere war Island. Und nach sehr kurzer Entscheidungsphase bin ich dann nach Island gekommen. Diese Option wurde mir gestellt von meinem Bruder Sebastian, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Und ja, generell ist es hier sehr saisonabhängig. Also im Sommer gibt es natürlich sehr viel Arbeit, dadurch, dass auch dann die Touristen kommen. Im Winter ist es dann halt sehr lau. Aber an sich ist es hier schon möglich zu arbeiten, klar. Man sollte natürlich mindestens Englischkenntnisse vorweisen können, um sich hier zu verständigen und natürlich auch vielleicht ein bisschen Isländisch vorher schon gelernt haben. Ich würde auch jedem raten, also wenn jemand nach Island kommt, rechnet nicht direkt mit eurem Traumjob. Dadurch, dass man einfach auch Fuß fassen muss und ein bisschen schaut, okay, wo geht die Reise denn überhaupt hin, was möchte man gerne machen. Wir haben den Vorteil als deutsche Staatsbürger, dass wir hier ganz normal nur unseren Personalausweis brauchen. Island ist im Schengen-Raum, das heißt, man kann hier ganz normal mit dem Personalausweis auch einreisen. Man braucht keinen Reisepass und für die Registrierung braucht man, wie gesagt, auch nur den Personalausweis, um sich auch zu identifizieren hier. Die Frage ist sehr speziell, dadurch, dass Isländer natürlich eine komplett andere Mentalität haben wie die Deutschen. Hier leben die Menschen viel spontaner, sehr entspannt, sehr relaxed und es wird hier fast alles automatisiert geklärt. Beispielsweise dauert die Steuererklärung hier keine 3 Minuten. Also man gibt da kurz die Kennitale an, dann wird das ins System eingefügt und man hat sofort alles auf einen Blick und das wird alles komplett über den Computer gemacht. Da sind wir in Island, den Deutschen, schon sehr viel weiter, sage ich mal, dadurch, dass hier halt sehr viel auch automatisiert gelöst wird. Aus Deutschland vermisse ich ganz einfach, dass man in sehr kurzer Zeit sehr schnell an einen anderen Ort kommt. Das gibt es hier nicht so. Man muss halt schon sehr lange fahren. Die Hauptstadt ist hier 400 Kilometer entfernt. Bei guten Tagen fährt man da 6 Stunden hin, bei schlechten aber auch, wie man sehen kann, wenn es richtig schneit, dann auch mal 7, 8 oder 9 Stunden. Mal auch 12. Also es kommt je nachdem darauf an, wie die Straßen frei sind, ob die nicht gesperrt sind, ob die gesperrt sind. Wenn die gesperrt sind, muss man noch mal eine Nacht irgendwo verbringen oder auch zurückfahren. Aber an sich vermisse ich aus Deutschland gut ausgestattete Supermärkte, wie beispielsweise einen guten Rewe oder einen Edeka oder auch, ich sag mal, eine gute Drogerie, wo man halt eine sehr große Auswahl hat. Hier auf Island wird halt so gut wie alles importiert. Das heißt, man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hier bekommt. Und ich sag mal, exotische Dinge wie Spargel oder keine Ahnung, bestimmte Früchte, die kriegt man hier wirklich sehr selten bis gar nicht. Vielleicht mal in der Hauptstadt, aber selbst da ist es schon manchmal sehr schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich so pauschal nicht beantworten, dadurch, dass ich halt geboren und aufgewachsen bin in Deutschland. Deutschland ist meine Heimat. Mittlerweile ist aber auch Island meine Heimat geworden und ich kann mir nicht vorstellen, in den nächsten 4 bis 5 Jahren hier wegzuziehen. Und dadurch, dass man halt in der heutigen Zeit und in der heutigen Technik mit WhatsApp oder Zoom auch seine Freunde oder seine Familie sehen kann, ist es natürlich dann schön, dass man dann nicht dieses Heimwehgefühl hat. Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Nein, am Anfang hatte ich schon etwas Heimweh. Ich konnte mir nicht vorstellen, hier länger als 4 Monate zu leben.
Das hat sich aber dann nach einem Monat sehr schnell geändert. Ich konnte mir da nicht mehr vorstellen, hier wegzugehen. Einfach aus dem Grund, dadurch, dass Island so wunderschön ist. Wir haben wunderschöne Natur. Es ist wirklich faszinierend, was man hier sehen kann. Und ja, ich habe bis jetzt keine einzige Minute bereut. Klar, durch Corona habe ich manchmal Heimweh, aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht so extrem, dass ich weiß nicht, zu Hause weine oder so. Hier findet man relativ schnell Anschluss, dadurch, dass auf Island auch die Welt zusammenkommt. Es ist keine Seltenheit, an einem Tisch zu sitzen mit 10 Leuten und jeder kommt aus einem anderen Land, was auch sehr interessant ist. Aber mit Isländern selbst ist es schon relativ schwer. Klar gibt es Ausnahmen, aber sehr viele Isländer sind sehr introvertiert. Die leben halt dann in ihrer eigenen Gemeinschaft, haben meistens auch einen Freundeskreis vom Kindergarten, von der Kindergartenzeit bis hin zur Rentenzeit, und da ändert sich nichts. Also die sind dann wirklich in ihrer Gesellschaft, und da ist es halt dann schon sehr schwer, ich sag mal, Anschluss zu finden. Aber ich sage mal so, wenn man Isländisch spricht und wirklich auch auf die Leute zugeht, ist es dann auch natürlich möglich, dass man isländische Freunde hat. Ich meine, ich selber habe auch isländische Freunde. Also das ist eigentlich kein großes Problem, irgendwie hier mit Isländern auch in Kontakt zu kommen. Ja, also man sollte schon schauen, dass man nicht übers Ohr gehauen wird, dadurch, dass man halt in Island keine Mietervereinigung hat oder sowas Ähnliches wie eine Gewerkschaft oder irgendeine Organisation, die sich darum kümmert. Die meisten, die nach Island auswandern, fangen in einer WG an oder in einem Apartment, was nicht größer ist als 10 Quadratmeter. Und ja, da muss man natürlich vorbereitet sein und natürlich auch mal in den sauren Apfel beißen oder einfach mal sagen, okay, man fängt wirklich sehr klein an, um sich natürlich dann noch zu steigern. Das ist natürlich überall so. Wenn man in Reykjavik mitten in der Stadt wohnt und eine 3-Zimmer-Wohnung hat oder eine 2-Zimmer-Wohnung, dann muss man schon reich sein, dass man sich das überhaupt leisten kann. Was heißt reich? Man muss schon sehr viel verdienen. Ich bin reich! Was muss ich auf jeden Fall beachten, wenn ich nach Island auswandern möchte? Ganz klar, schaut, welche Versicherungen ihr in Deutschland noch am Laufen habt. Ich selber habe damit auch sehr viel, auch negative Erfahrungen gemacht. Schaut, dass ihr alle Versicherungen auf Eis legt, die ihr nicht braucht. Oder guckt, dass ihr, wenn ihr Versicherungen habt, die mitnehmen könnt nach Island. Ich würde euch auf jeden Fall raten, macht eine Auslandskrankenversicherung. Dadurch, dass man halt erst nach Erhalt der Kennitaler 6 Monate warten muss, bis man hier in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen wird, würde ich jedem raten, eine Auslandskrankenversicherung fürs Erste abzuschließen. Schaut, dass ihr auf jeden Fall für die ersten 2 Monate Rücklagen habt, um hier zu überleben. Und zur Not auch noch ein Flugticket zurück nach Deutschland habt. Einfach aus dem folgenden Grund: Man weiß nie, was passiert. Ich meine, klar, der Schritt auszuwandern ist sehr groß und viele trauen sich das nicht. Aber wenn man den Schritt nicht wagt, weiß man nicht, ob es erfolgreich ist. Ich persönlich, ich bin komplett unorganisiert hergekommen, hatte keine Rücklagen, hatte aber auch den Vorteil und das Glück, dass ich einen Freund hatte, der mir hier viel ermöglicht hat und viel organisiert hat auch für mich. Und ja, das würde ich euch auf jeden Fall mitgeben. Wagt ruhig den ersten Schritt. Ich meine, es kann immer was passieren und nach Deutschland kann man immer wieder zurück. So, meine Freunde, schön, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen YouTube-Kanal für mehr und aktiviert die Glocke selbstverständlich. Folgt mir auf Twitter, auf Instagram und Facebook. Habt ihr irgendwelche Fragen rund ums Thema Auswandern nach Island, dann schreibt es mir doch auch gerne in die Kommentare, was euch interessiert. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht auszuwandern, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und ja, wir sind jetzt am Ende. Ich gehe jetzt nach Hause, es ist kalt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.